Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video bin ich hier auf der Expo 2020 im Jahr 2022 hier in Dubai. Und da ich weiß, wie schwierig das ist, aufgrund von Corona die Expo zu besuchen, möchte ich im heutigen Video für euch mal die Highlights zusammenfassen. Also wir starten direkt nach dem Intro, kommt mit! So, der erste Schritt war es jetzt, sich diese Passports zuzulegen. Die muss man natürlich nicht kaufen, aber wie mit einem normalen Reisepass kann man auch an jedem Länderpavillon sich eine Unterschrift bzw. einen Stempel holen und dann hat man als Souvenir quasi die Erinnerung, wo man überall in den Pavillons war. Und jetzt sind wir gerade in der Plaza in der Mitte. Guckt euch mal an, wie riesig das einfach ist. Es ist unbeschreiblich. Eine riesige Plaza, das ist natürlich nicht ganz zu oben, aber hier in der Mitte finden dann auch Konzerte zum Beispiel von Coldplay statt. Das ist in 2 Tagen. So, gerade hatten wir die erste Experience hier beim Mastercard. Ihr habt es gesehen, wir durften das Ganze filmen. Dort haben wir die neue Microsoft HoloLens getestet, die es so noch gar nicht auf dem Markt gibt. Die haben die nur, um für Microsoft die Tests durchzuführen quasi. Und was wir die ganze Zeit gesehen haben, ist nicht nur das, was an den LED-Wänden war, sondern wir hatten ein Interface vor uns und konnten quasi Sachen bestellen, Essen bestellen und irgendwelche Player-Stats angucken zu Lionel Messi, der dort stand und so weiter und so fort. Das heißt, es hat uns quasi schon mal gezeigt, wie in Zukunft dann die Smart Glasses funktionieren werden, dass man sie aufsetzt und quasi das App-Menü vor sich hat. Sehr coole Experience, das mit dem Touchen hat nicht immer so gut funktioniert, aber es ist ja auch noch nicht mal marktreif das Ganze. Von daher, ich hoffe, dass da noch einiges passiert und wir in ein paar Jahren sowas vielleicht auch im Alltag nutzen können. Einer der Hauptgründe für einen Besuch bei der Expo ist natürlich, die anderen Kulturen kennenzulernen. Und jetzt gerade befinden wir uns vor dem Pavillon von Usbekistan hier. Und direkt vor dem Pavillon kann man hier auch was zu essen kaufen. Das haben wir auch gemacht. Hier haben wir eine Box Made in Usbekistan, steht hier drauf. Das ist eine Mischung aus Fleisch, Reis, Kichererbsen und irgendwie Trauben. Das schmeckt richtig, richtig lecker, so wie ich das noch nie vorher gegessen habe. Wie heißt es noch gleich, Pascal? Pilaf. Pilaf, genau. Pilaf haben wir gekauft. 2-mal Pilaf und 2 Pepsi. Ich glaube, Pepsi ist nicht ganz so typisch für Usbekistan, aber das Pilaf ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also wir waren gerade im amerikanischen Pavillon. Hinter uns seht ihr die SpaceX Falcon Heavy Rakete. Ich weiß nicht, ob das die Original ist, ich habe noch nicht gefragt. Aber der Pavillon ist bisher mit Abstand der beste. Denn man kommt rein und wird direkt erstmal auf so Transportbändern platziert und lernt ganz viel zur amerikanischen Geschichte, was man teilweise aber auch schon weiß. Kommt dann in einen riesen Raum, der mit ganz vielen Beamern ausgestattet ist, und dann fährt so eine Weltkugel runter und verschiedene Satelliten und so weiter.
auf die Weltkugeln, die ganzen Elemente, wird dann was drauf projiziert und eine Geschichte erzählt. Das ist richtig, richtig cool. Und dann kommt man raus und hat hier diese Rakete stehen. Echt cool, also bisher der beste Pavillon, aber wir waren noch nicht in so vielen der coolsten Länder drin. Deine Meinung zum USA-Pavillon? Definitiv der beste, wo wir bis jetzt drin waren. Architektonisch zwar von außen auch schick, da sind meine Favoriten etwas anders gesteckt, aber sonst wirklich geiler Pavillon. Vom Inhalt cool. Empfehlung, Empfehlung, wirklich. Sehr gut. Hier ist mega die Luftfeuchtigkeit drin, man merkt es richtig auf der Haut, wie es nass wird. Und jetzt sind wir in den Schweizer Alpen und gehen wandern. Das ist echt cool gemacht. Also Schweiz war jetzt von den Informationen nicht so krass, aber von der Aufmachung mit dieser Bergwanderung war schon das Beste eigentlich, also von dem Konzept, sage ich mal. Trotzdem USA bleibt auch von den Informationen her mein Favorit, aber Schweiz auch richtig cool. Kleiner Funfact, Baden-Württemberg ist tatsächlich die erste Region, die jemals bei irgendeiner Weltausstellung, bei irgendeiner Expo einen eigenen Pavillon hatte. Da gibt es eine ganz lange Geschichte zu, kann ich euch mal in der Videobeschreibung verlinken, die möchte ich jetzt nicht erzählen. Aber wir schauen jetzt mal rein in den baden-württembergischen Pavillon, mal gucken, was es da so gibt. So wie ich vorhin schon beim Pavillon von Usbekistan gesagt habe, sollte man auf der Expo auch neue Kulturen kennenlernen und auch deren Essen. Deswegen sind wir jetzt hier beim Baden-Württemberg-Pavillon und essen mal Spätzle. Ja. Im Ländle. Im Ländle. Brauche ich nichts weiter zu sagen. Guten Hunger. Wir müssen natürlich auch testen, ob das Essen hier auch wirklich repräsentativ so ist wie in Deutschland selber. Also jetzt der Test. So, inzwischen ist es hier dunkel in Dubai. Es wird hier relativ früh dunkel. Um 6 ist hier meistens schon alles duster. Aber die Expo hat sonntags, also heute bis 2 Uhr nachts auf. Und wir werden auf jeden Fall noch einige Pavillons besuchen. Als nächstes den von Saudi-Arabien. Das ist der hier. Sieht ziemlich cool aus. Übrigens, wir wissen noch nicht, was wir heute Abend konkret machen. Hier auf der Expo gibt es mit Sicherheit die ein oder andere Bar oder Veranstaltung, die aufhat. Hier im Hintergrund hört man schon die ganze Zeit irgendwas von da. Gestern waren wir übrigens in einer richtig coolen Lounge auf der 63. Etage gegenüber vom Burj Khalifa. Ich habe da meine Kamera leider nicht mitgehabt, aber so ein paar Aufnahmen vom iPhone kann ich euch hier mal einblenden. War auf jeden Fall mega cool, heute werden wir da nicht mehr ganz hinkommen. Was mir generell aufgefallen ist bei der Expo, egal in welchem Pavillon wir waren, meistens war die Story etwas dünn, die vermittelt werden sollte. Nicht bei allen, aber bei einigen.
aber die Art der Darstellung war immer perfekt. Also wirklich, die können sich super verkaufen, jedes Land, jede Firma, wo wir waren. Die Darstellungsform, sei es jetzt mit VR, mit coolen Bildschirmen, mit LED-Walls, Wasserspielen, hat immer super ausgesehen und ich finde, es hat dann auch abgeholt. Aber die Story bzw. der Mehrwert war jetzt nicht immer gegeben. So, der erste Tag für uns auf der Expo ist leider schon vorbei, denn die ganzen Pavillons haben schon zu. Eigentlich sollten die bis um 10 Uhr aufhaben und die ganze Expo bis um 2. Aber um 9 haben alle irgendwie schon zugemacht, das heißt, die können wir nicht mehr besichtigen. Was wir aber machen können, ist für euch die Locations hier zu checken, Clubs oder Bars, die jetzt vielleicht noch aufhaben, hier auf dem Expo-Gelände. Und dafür gehen wir jetzt mal zur Hauptplaza, das ist die hier, die man auch beim Eingang gesehen hat. Und dort werden wir mal schauen, was da für ein Programm geboten wird, weil die Expo hat ja noch ein paar Stunden auf und also eigentlich müsste ja noch einiges passieren. Leute, ihr glaubt nicht, wo wir schon wieder sind. Wir haben es hier auf die Rooftop-Bar des belgischen Pavillons geschafft. Die gibt es eigentlich gar nicht, weil die ist nirgends ausgeschildert und man kommt hier eigentlich auch nicht so wirklich rein. Das Witzige ist, wir haben am Baden-Württemberg-Pavillon jemanden kennengelernt. Wie heißt er noch gleich? Fabian. Fabian. Grüße an Fabian, falls du das siehst. Er hat uns gesagt, dass es hier auf dem belgischen Pavillon eine Rooftop-Bar gibt. Er weiß aber nicht, wie er genau hingekommen ist, weil es irgendwie so ein bisschen, ja, der Eingang irgendwie... Oh, jetzt hält mir. Da musste ich gerade leider abbrechen, weil da kam auf einmal ein belgischer Mitarbeiter mit in den Fahrstuhl rein. Fakt ist, da auf dem belgischen Pavillon ist eine Rooftop-Bar und die würde man nie im Leben finden. Die ist auch nicht ausgeschildert und gar nichts. Die hat auch, glaube ich, nicht mal einen Namen, weil die eigentlich für Mitarbeiter hier von der Expo ist. Aber weil der Fabian uns das verraten hat, sind wir einfach mal hingegangen, haben ganz confident dort den Security-Mitarbeiter gefragt. Der hat uns den Fahrstuhl gezeigt. Da brauchen wir eigentlich eine Karte für den Fahrstuhl, aber hat sich trotzdem geöffnet. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall waren wir oben, haben was getrunken, hat alles geklappt, wir wurden nicht rausgeschmissen. So, die Expo macht jetzt leider zu. Ich finde der Eingang übrigens richtig cool hier mit den ganzen verschiedenen Farben. Wir versuchen jetzt auf dem Heimweg nochmal bei Topgolf vorbeizuschauen. Die haben noch bis 1 auf. Mal schauen, ob wir da noch einen Spot bekommen. Also vielleicht jetzt noch zu Topgolf, vielleicht aber auch schlafen, denn morgen geht es wieder hier auf die Expo. Life goes on and 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 on. On and 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 on. On and 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 on. On and 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 on. Babe, you best believe it, I'ma rip you up to pieces. I'm a lover, not a fighter, but I'll light this place on fire. I want it, but baby, at least I'm honest. I get tired of explaining as these seasons keep on changing. Life goes on and 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 on. Work all day and then I wake up. Work all
So, wir sind jetzt hier endlich mal im Deutschland-Pavillon. Das hat auch wieder eine ganze Zeit gedauert, sich hier anzustellen. Hier gibt es keine Smart Queue leider. Wir haben jetzt hier so Namensschilder bekommen und damit gehen wir jetzt durch die ganze Ausstellung. Sie soll sehr interaktiv sein. Wenn wir uns hier mitten im Bildschirm nähern, dann fängt er an, das Video abzuspielen in der Sprache, die wir möchten, natürlich auf Deutsch. Und ja, mal gespannt, was hier so kommt. I've been moving on and living my life, but occasionally I lose composure, and I can get you out of my mind. If I could go back in time, I'd do things differently, yeah, I wouldn't think twice. I distract myself, think of someone else, but every now and then you remind me. It's only when I'm lying in bed on my own, and I wake up and I don't see your name on my phone. In the moments where I think that I'm better alone, that's when I remember, that's when I remember. Every time I walk past your house in the rain, and I tell myself that you were the biggest mistake, and just when I think I'm finally doing okay, that's when I remember, that's when I remember. My friends tell me I shouldn't listen to the voices that go round in my head, so I try to delete all the memories, but you're really hard to forget. If I could go back in time, I'd do things differently, I wouldn't think twice. I'd distract myself, think of someone else, but every now and then you remind me. It's only when I'm lying in bed on my own, and I wake up and I don't see your name on my phone. It's in the moments where I think that I'm better alone, that's when I remember, that's when I remember. Every time I walk past your house in the rain, and I tell myself that you were the biggest mistake, and just when I think I'm finally doing okay, that's when I remember, that's when I remember. I'm missing you. It's only when I'm lying in bed on my own, and I wake up and I don't see your name on my phone. It's in the moments where I think that I'm better alone, that's when I remember, that's when I remember. Also wir sind gerade noch im deutschen Pavillon und das ist wirklich mega cool. Es ist so interaktiv. Immer wenn man sich mit seiner Karte irgendeiner Attraktion nähert, dann steht direkt der Name, man wird begrüßt und in der Landessprache, in dem Fall bei uns auf Deutsch, wird einem was erzählt. Es ist richtig cool. Es gibt ganz viele verschiedene Rubriken, wo man hingehen kann zu Nachhaltigkeitsthemen oder auch Mobilitätsthemen. Und es ist super gut erklärt und ja, macht einfach richtig Spaß. Ganz anders als bei vielen anderen Pavillons hat man hier wirklich auch Inhalt und nicht nur eine coole Attraktion. So, da sind wir auch fast schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen zuzuschauen. Mir hat Spaß gemacht zu schneiden und auch zu filmen. Ich habe einfach nochmal gesehen, ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich da war, wie cool die Expo eigentlich war und dass ich auf jeden Fall zur nächsten Expo auch wieder hin möchte. Auch mit Pascal war es dort sehr cool und wenn ihr das Video von der Dubai-Reise an sich noch nicht gesehen habt, also noch ein extra Video, wo es generell um den Trip dorthin geht und nicht nur um die Expo, dann schaut gerne hier oben rechts in der Infocard vorbei und auch in der Videobeschreibung. Dort habe ich euch das Video auch mal verlinkt. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Vergesst nicht, eure Fragen in die Kommentare zu schreiben, damit ich eure Fragen dann auch beantworten kann. Und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Folgt mir auf Instagram, dort heiße ich Alon Reviews. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. The club, them want flex with us, to get next with us, and now vex with us.